Interviews sind heute meistens so langweilig, so angepasst und vor allem austauschbar. So wie hier. We are absolutely proud to also create workplaces in that region, which we think is very useful. Ja, VW-Chef Herbert Diess prahlt damit, dass VW ein Werk in Xinjiang in China eröffnet hat. Und es geht mal wieder um das Wichtigste auf der ganzen Welt, um Arbeitsplätze. But Xinjiang is something you're not proud to be associated with in terms of what the Chinese government is doing to Uyghur people in that part of the country. I can't judge that, sorry. You can't judge it, No. but you know about it. I don't know what you're referring to. VW weiß mal wieder von nichts. Wovon denn eigentlich? You don't know about China's re-education camps for 1 million Uyghur people. That is, it has referred to as re-education camps as part of its counter-terror threat in the west of this country. You don't know about that. Ah, jetzt wird's interessant. Herbie, was sagst denn du dazu? I'm not aware of that. Ja, wir schon, Herbie. Das solltest du eigentlich auch wissen. VW mischt schließlich schon seit längerem in Xinjiang mit. Wie in China derzeit systematisch Muslime in Lager gesperrt werden, das erfahrt ihr in diesem Video. Das hier ist Xinjiang. Xinjiang liegt im Nordwesten Chinas und ist die größte und am dünnsten besiedelte Region. Bis 1950 war diese Region gar nicht fester Teil Chinas. Mal gehörte sie zur Mongolei, später zu Russland, zwischenzeitlich war sie sogar eigenständig. Ein Machtwechsel folgte dem nächsten. Schließlich wurde sie dann in die Volksrepublik China integriert, blieb aber kulturell verhältnismäßig autonom. Die meisten Bewohner der Provinz waren muslimisch und die größte Bevölkerungsgruppe waren die Uiguren. Die Uiguren waren damals nach der Eingliederung zwar alles andere als frei, wurden aber nur genauso schlecht behandelt wie alle anderen Chinesen zu dieser Zeit auch. Seitdem hat sich einiges getan, alleine schon was die Bevölkerungsstruktur angeht. 1954 hatten die Uiguren noch einen Anteil von 75% an der Bevölkerung Xinjiangs. Gut 50 Jahre später liegt der Anteil nur noch bei 45%. Grund dafür ist die Zuwanderung einer anderen Volksgruppe, der Han-Chinesen. Anfangs war ihr Anteil nur etwa 6%. Die Regierung sorgte aber mit Umsiedlungen dafür, dass mittlerweile fast jeder zweite Mensch in Xinjiang Han-Chinese ist. Die meisten Chinesen bekennen sich zu keiner Religion, aber ganz grundsätzlich hatte die Volksrepublik China nichts gegen religiös Andersdenkende. Zumindest dann, wenn sie die Kontrolle darüber hatte. Aber das hat sich in den letzten Jahren verändert. Der feuchte Traum der chinesischen Regierung sind konfessionslose Han-Chinesen, die treu dem Kurs der Regierung folgen. Und die will eine rein chinesische Identität. Die Uiguren und andere muslimische Gruppen sind der Regierung deshalb ein Dorn im Auge. Und deswegen wurde sie aktiv. Die Regierung fand das mit diesen Kopftüchern und den langen Bärten irgendwie doof. Ein Anti-Islam-Gesetz verbietet jetzt lange Bärte, Kopftücher, muslimische Hochzeiten und Beerdigungen. All das ist jetzt Zeichen eines religiösen Extremismus. Die ganze Region Xinjiang wird seit Jahren zu einem rigorosen digitalen Überwachungsstaat ausgebaut. Als Begründung wird der Kampf gegen den Terrorismus vorgeschoben. Gespräche werden mitgeschnitten, Iris-Scanner installiert und Kameras an jeder Ecke versuchen Uiguren anhand von Gesichtsscans zu identifizieren und zu verfolgen. Eine künstliche Intelligenz wertet die Bilder aus, um Uiguren immer effektiver erkennen zu können. Reisepässe wurden eingezogen, um im Tausch dafür an DNA-Proben der Menschen zu gelangen. Was sich erstmal nur nach einem digitalen Überwachungsstaat anhört, ist durch den Fokus auf die Uiguren in Wirklichkeit viel mehr. Eine grausame Unterdrückung religiöser Minderheiten, gepaart mit einer rassistischen künstlichen Intelligenz. Seit Anfang 2017 gibt es für Uiguren und andere muslimische Gruppen freiwillige Trainings- und Ausbildungszentren. Zumindest ist das der nette Name, den sich die Regierung hat einfallen lassen. Also, nachdem sie die Zentren mehr als ein Jahr lang verschwiegen hat. Der Gouverneur von Xinjiang musste dann das Image ein bisschen aufhübschen und bezeichnete sie als Internate, in denen Schüler kostenlos leben und essen können. In Wirklichkeit sind das weder Internate, noch sind sie freiwillig. Es sind Gefängnisse. Etwa 1,5 Millionen Menschen werden darin misshandelt, geschlagen und müssen unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben. Sie werden gezwungen, den Islam aufzugeben oder Mandarin zu lernen. Wie hier.
We expected to see something like a small school. Instead, what we found had the look and scale of a full-size prison. Umerziehungs- oder Straflager wäre als Name definitiv passender. Der US-Außenminister Mike Pompeo hat die Lage sogar schon mit deutschen Konzentrationslagern verglichen. Auch wenn der gern viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber gerade als Deutscher ist es doch ganz hilfreich, im Hinterkopf zu behalten, was daraus noch so alles entstehen kann. Völkermord passiert in Xinjiang also nicht, aber von der Auslöschung einer ganzen Kultur kann man definitiv sprechen. Und die nimmt gerade richtig Fahrt auf. Die Auswertung der Satellitenbilder zeigt, die schon vorhandenen Umerziehungslager wurden ausgebaut und andere wurden neu eröffnet. Wieder andere wurden an abgelegenere Orte verlegt und erweitert. Darüber hinaus verraten die Satellitenbilder, dass haufenweise Moscheen abgerissen werden. Xinjiang ist aber wohl kein Einzelfall. Wenn man bei 1,5 Millionen Menschen in mindestens 180 Lagern überhaupt davon sprechen kann. Auch in anderen Regionen sollen laut Deutschlandfunk Menschen mit muslimischem Glauben identifiziert, eingesperrt und umerzogen werden. Chinesen, die im Ausland leben, vermissen ihre muslimischen Angehörigen, die plötzlich verschwunden sind. Solche Fälle bringen einen zum Nachdenken. Entscheidet die Regierung sich vielleicht irgendwann mal dazu, das auch auf andere religiöse und ethnische Gruppen auszuweiten? Welche Dimensionen nehmen solche Gräueltaten an, wenn sich andere autoritäre Staaten davon was abgucken? Es ist eigentlich absurd, dass man sich solche Fragen in der heutigen Zeit überhaupt noch stellen muss. Seit Jahren prangern Menschenrechtsorganisationen die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen an. Human Rights Watch bezeichnet das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Uiguren als das weltweit größte vernachlässigte Problem. Von muslimisch geprägten Ländern hörte man nichts der Art. Die Organisation für islamische Zusammenarbeit, in der 57 Staaten organisiert sind, hat nichts unternommen. Und das hat wohl mal wieder finanzielle Gründe. Viele Länder treiben engen Handel mit China. Und weil China gerade ein riesiges Handel- und Infrastrukturnetz unter dem Namen Neue Seidenstraße aufbaut, sind wohl die meisten nicht dazu bereit, es sich wegen der Uiguren mit China zu verscherzen. Das würde nämlich bedeuten, dass sie in Zukunft auf eine ganze Menge Geld verzichten müssten. Und wenn wir jetzt an das Interview vom Anfang denken, auch VW leckt sich gierig die Finger bei der Chance auf einen Absatzmarkt von 1,3 Milliarden Chinesen. Da baut man dann auch gerne mal ein Werk in Xinjiang, wenn man von der chinesischen Regierung freundlich darum gebeten wird. Menschenrechte sind eben verhandelbar.